Hey liebe Handball-Inspiratoren, hier ist Olli von Handball Inspires. Heute analysieren wir eine Angriffshandlung der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2021. Wenn ihr euch also auch schon mal gefragt habt, was Alfred Giesdoss unter 2-3 versteht, dann seid ihr genau richtig. Viel Spaß beim Taktik-Express. Hier seht ihr 2-3 so gespielt, wie es eigentlich sein soll. Der Außenspieler hat eine besondere Funktion, auf die wir später zu sprechen kommen. Zuerst schauen wir uns an, was im Rückraum passiert. Rückraum links, Paul Drucks in dem Fall, macht das Spiel extrem breit, um die Abwehr ebenfalls auseinanderzuziehen. Entscheidend ist Rückraum Mitte Philipp Weber, der den Ball auf Höhe des zweiten Abwehrspielers annimmt und eine Kreuzung auf Höhe des vierten Abwehrspielers spielt. Philipp Weber bindet in dieser Situation den vierten Abwehrspieler sehr gut, sodass Kai Häfner viele Optionen zur Verfügung hat. Da er ein entscheidungsstarker Spieler ist, wird er in die Situation gebracht, in der er auch Entscheidungen fällen muss. Empfehlenswert für leichte Tore ist in dieser Situation eine Kreuzung für einen wurfstarken Spieler. Julius Kühn beispielsweise könnte hier einen freien Wurf von 9 Metern nehmen. Häfner könnte in dieser Situation werfen, weil der für ihn zuständige vierte Abwehrspieler nicht mehr auf ihn raufkommt. Auf jeden Fall müsste Kai hier viel mehr Druck Richtung Tor machen. Der Parallelpass zu Paul Drucks ist dann allerdings die richtige Entscheidung, weil durch das Kreuzen kurz eine 4 gegen 3 Überzahl auf der linken Seite entsteht. Außerdem schafft es der zweite Abwehrspieler nicht mehr, sich rechtzeitig vom Kreis zu lösen. Apropos wurfstarken Spieler in Position bringen. Paul Drucks macht das Spiel hier wieder breit. Philipp Weber nimmt den Ball auf Höhe des zweiten Abwehrspielers an und spielt auf Höhe des vierten Abwehrspielers die Kreuzung für David Schmidt. Der ist vor allem für seine Würfe bekannt und deswegen blockt Weber nach dem Kreuzen auch den vierten Abwehrspieler, sodass der nicht mehr rauskommen kann und David Schmidt hier eine gute Position zum Werfen hat. Obwohl, eigentlich... Okay, das Kreuzen am vierten Abwehrspieler ist natürlich nicht alles, sonst würde ich das Video ja nicht machen. Widmen wir uns nochmal dem Laufweg von Philipp Weber. Der ist so lang, damit die Abwehrspieler in Probleme bei der Absprache kommen können. Man muss der Abwehr schließlich immer die Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Also, der Außenverteidiger ist für Paul Drucks zuständig. Mit Ballannahme ist der zweite Abwehrspieler für Philipp Weber zuständig. Mit der Bewegung auf die andere Seite wechseln die Zuständigkeiten für Weber. In dieser Situation fühlt sich der dritte Abwehrspieler verantwortlich und greift Philipp an. Der Pass zum Kreis ist dann möglich, wenn der Kreisläufer seinen Gegenspieler entweder hinter sich hat oder eine gute Position an 6 Meter eingenommen hat. Hier verlieren die Polen die Zuordnung, weil der Innenblock kurzzeitig hintereinander steht und nicht mehr ins Übernehmen kommt. Daraus folgt wieder eine Überzahl auf der linken Seite. Das war jetzt ganz schön viel, das weiß ich. Also kurze Auszeit, lasst uns an die Taktiktafel gehen. Wir überlagern das Zentrum, in dem der Kreisläufer zwischen 2-3 und der Einläufer zwischen 3-4 steht. Weber kann auf dem Weg zum dritten Abwehrspieler vorbei mit dem Kreisläufer kooperieren und den Ball in den Raum legen. Gleichzeitig läuft der Einläufer zurück auf seine Außenposition. Nach der Kreuzung mit David Schmidt hat dieser eine 4 gegen 3 Situation zu lösen. Der zweite Abwehrspieler entscheidet sich beim Kreis zu bleiben, sodass der Parallelpass frei ist. Kommen wir endlich zu den Außen. Timo Kastening überlagert die Mitte, sodass der vierte Abwehrspieler eigentlich für Philipp Weber zuständig ist. Durch das Zurücklaufen wechseln die Zuständigkeiten. Das seht ihr hier nach dem Kreuzen. Plötzlich ist der dritte Abwehrspieler für den neuen Rückraum Mitte Paul Drucks zuständig und nicht mehr der vierte Abwehrspieler. Der Außenverteidiger muss den Außen decken, der fünfte Abwehrspieler müsste zu David Schmidt, der vierte zum Kreis und der dritte Abwehrspieler muss das Kreuzen verteidigen. Kastening schleicht sich unbemerkt im Rücken der Abwehr zurück nach außen, so geht die Zuordnung verloren und David Schmidt kann nach dem Parallelpass auf großem Raum 2 gegen 1 spielen. Einige von euch werden sich jetzt sicher denken, na super, wenn der Außen immer zurückläuft, dann kann sich die Abwehr ja ganz leicht darauf einstellen.
Eine Alternative zeigt diese Szene, in der Brasilien versucht, durch mannbezogenes Verteidigen die Auslöse 2-3 zu stoppen. Bevor Philipp Weber in die Breite geht, herrscht eine klare Zuordnung. Brasilien will das Kreuzen danach ohne Übergeben-Übernehmen lösen, sondern indem die Spieler bei ihren Gegenspielern bleiben. Durch diese Spielweise entsteht ein riesiger Raum auf der rechten Seite. Uwe Gensheimer läuft in dieser Situation nicht zurück, sondern in diesen freien Raum. Wäre er sogar etwas früher gelaufen, hätte Weber ihn vielleicht schon anspielen können. Das mannbezogene Verteidigen kommt hier an seine Grenze, weil der Gegenspieler von Häfner ihm nicht folgen kann und Hilfe braucht, wodurch die komplette Zuordnung der Brasilianer verloren geht und Gensheimer freistehend am Kreis den Ball bekommen kann. Hier für euch nochmal das Wichtigste in Kürze nach Position geordnet. Der Außen überlagert das Zentrum, indem er sich zwischen den Innenblock stellt. Ihr seht, dass vor dem Raumwechsel von Rückraummitte die Zuordnung klar ist. Was 2-3 so besonders macht, zeigt sich, wenn wir uns anschauen, wer für wen verantwortlich ist, wenn der Außen sofort wieder zurücklaufen würde. Ihr seht also, dass die Zuordnung im Zentrum abhängig ist, ob der Außen dort steht oder nicht. Es erfordert hier eine gute Kommunikation, weil ja der Kreisläufer ebenfalls in der Nähe ist. Weil, wie ihr seht, leicht Fehler entstehen können, sprechen wir davon, dass durch den Außen das Zentrum überlagert wird. Zurück zur Auslöse. Mit der Kreuzung von Rückraummitte mit Rückraum rechts läuft der Außen auf seine Position zurück. Im besten Fall entsteht ein Zuordnungsproblem bei der Abwehr. Der vierte Abwehrspieler steht vor großen Problemen, weil vor ihm gekreuzt wird und hinter ihm der Einläufer steht oder eben nicht mehr steht. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, durch ein gutes Kreuzen eine 4 gegen 3 Überzahl zu schaffen. Hat sich die Abwehr auf 2-3 eingestellt, könnte es passieren, dass der Einläufer nicht mehr für voll genommen wird und das Zentrum zu weit weg vom 6 Meter agiert. Geht der vierte Abwehrspieler auf Rückraummitte rauf, läuft der Einläufer einfach weiter und kann eventuell den Ball am Kreis bekommen. Kommen wir zu den Kreisläufern. Der Kreisläufer steht in der Lücke 2-3 und versucht beim Raumwechsel von Rückraummitte Sperre absetzen mit ihm zu spielen. Ist das Zentrum durch die Kreuzung zu offensiv, bietet sich ein Hinterlaufen an. Umläuft der zweite Abwehrspieler nach der Kreuzung die Sperre, kann der Kreisläufer den Weg nach außen frei machen, sodass Rückraum links und linksaußen 2 gegen 1 spielen können. Rückraummitte nimmt den Ball auf Höhe des zweiten Abwehrspielers an und geht dann bogenförmig den weiten Weg bis zum vierten Abwehrspieler. Auf dem Weg dorthin kann er mit dem Kreis spielen, selber werfen oder mit Rückraum rechts kreuzen. Rückraum rechts sollte ein Entscheidungsspieler oder ein wurfstarker Spieler sein, der entweder selbst wirft, weil die Abwehr nach hinten gedrängt ist, oder mit hohem Tempo aus der Kreuzung kommt und die kurzfristige Überzahl ausspielen kann. Versucht der fünfte Abwehrspieler offensiv zu kommen, bietet sich eine Lauftäuschung an. Ich hoffe, das Video konnte euch dabei helfen, die Angriffshandlung 2-3 besser zu verstehen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr als Abwehr reagieren würdet. Dir hat das Video gefallen? Dann komm mit auf Handball-Weltreise.